AI-Overviews kommen nach Europa. Das bedeutet weniger Klicks für deine Webseite. Die Frage ist, wie überlebst du diese Veränderung und wie sorgst du dafür, dass du zu den Gewinnern zählst? In den nächsten Minuten zeige ich dir, was uns die Daten verraten und welche Änderungen du jetzt dringend umsetzen musst. Viel Spaß! AI-Overviews oder KI-Übersichten werden gerade in Europa, auch bei uns in der Dachregion, getestet und sind damit höchstwahrscheinlich sehr bald unsere neue Realität. Lass uns daher mit ein paar datenbasierten Aussagen starten, um das Ganze besser einordnen zu können. Ganz wichtig dabei, die Studien, die ich jetzt im Folgenden dann zeigen werde, haben teilweise total andere Zahlen. Das hat unterschiedliche Gründe, wie zum Beispiel unterschiedliche Keyword-Sets, unterschiedliche Größen von Keyword-Sets. Solltest du aber dringend berücksichtigen, aber die Aussagen beruhen auf den Gemeinsamkeiten der Studien. Was musst du jetzt ganz dringend über AI-Overviews wissen? AI-Overviews werden vor allem bei informativen Suchanfragen gezeigt. Springen wir dazu kurz in die Studie von Ahrefs. Ende des Jahres 2024 ist diese Studie gemacht worden und um mal ein Beispiel zu zeigen, hier sieht man einfach, dass AI-Overviews vor allem bei informativen Suchanfragen vorkommen. Was dann auch in der Studie gezeigt wird, ist eher bei Keywords mit einer geringen Keyword-Difficulty und so weiter. Aber das ist schon mal was ganz wichtig ist zu verstehen. So. AI-Overviews werden häufiger bei Suchanfragen mit vielen Zero-Click-Searches gezeigt. Das geht eigentlich Hand in Hand, das könnte man von der vorherigen Aussage ableiten, aber ist, glaube ich, wichtig, das nochmal rauszudestillieren. Dazu springen wir jetzt in die Studie von Seer Interactive. Das ist übrigens eine ganz tolle Grafik, die sie hier aufbereitet haben. Und hier haben sie die Ableitung eben Queries with AIOs had lower CTR from the start, likely due to Zero-Click Searches. Das heißt, was ihre Ableitung aus ihren Daten ist, typischerweise waren das schon, das sieht man ja oft in Ahrefs, hey, bei dieser Suchanfrage sind so und so viel durchschnittliche Klicks, bei dieser Suchanfrage sind so und so viel durchschnittliche Klicks. Typischerweise spielt Google AI-Overviews aus bei Suchanfragen, wo vorher auch schon viele Zero-Click-Searches vorhanden waren. Quellen für AI-Overviews kommen meist aus den Top 10 und diese Aussage habe ich schon vor sehr, sehr langer Zeit gemacht und bin dafür gebasht worden. Nur, sorry Bros, die Zahlen sagen genau das und dass ich 100% auch schon vor, ich glaube, ein Jahr richtig gelegen habe. So, springen wir rein in eine Studie dazu und zwar jetzt von Surfer SEO. 52% of sources mentioned by Google AI Overviews rank in the top 10 results. Ist schon mal eine ganz klare Aussage, um das zu zeigen, dass das in anderen Studien auch so aufgedeckt worden ist. Hier die Studie von SEO Clarity, Top 10 Web Results feature in AIO Sources 99.5% of the time. Das heißt, wir sehen, wir müssen gut sein in klassischer, traditioneller SEO. Wir müssen mal auf die erste Seite ranken, damit wir dann im AIO gefeatured werden können. Die Häufigkeit von AI-Overviews unterscheidet sich von Thema zu Thema teilweise sehr, 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 sehr dramatisch. Weiter nochmal in die SEO Clarity Studie rein und zwar Impact by Industry. Da haben sie jetzt die Industries gerankt, je nachdem wie viele AI-Overviews oder wie häufig AI-Overviews angezeigt wurden. Es gibt da auch von Growth Memo eine tolle Übersicht, wo wirklich nach Prozent bei wie vielen Suchanfragen zum Beispiel im Gesundheitsbereich AI-Overviews angezeigt werden. Spannend dabei ist, ob das in Europa auch so sein wird, weil bei uns ja doch mehr Regulierung ist, zum Beispiel im Gesundheitsbereich wie in Amerika. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, muss ich jetzt kurz drüber nachdenken, aber ich vermute, dass es auf jeden Fall bei uns strenger ist bei Gesundheitsthemen mit AI-Overviews als im Vergleich in Nordamerika. So. AI-Overviews reduzieren die organische
und bezahlte Klickrate teilweise deutlich. Und für die organische Klickrate sehen wir uns jetzt Zahlen an von Kevin Indig und Growth Memo. When AI overviews show up and a site isn't cited, I found an average loss of minus 2.8% organic traffic. Ist schon mal ordentlich. Jetzt sehen wir uns das noch an für die bezahlte Klickrate. Und da ist jetzt ganz wichtig bei diesen Daten von Zero Interactive, dass man auch die Nuancen versteht. Also die Klickrate, die bezahlte Klickrate, wenn ein AI-Overview vorhanden ist 9,87%. Wenn kein AI-Overview da ist, ist es 21,2%. Aber wenn du dich erinnerst, wie wir gestartet sind, nur bei sehr wenigen klassisch kommerziellen Suchanfragen werden AI-Overviews angezeigt. Und es ist nicht so, du hast jetzt all diese Keywords, wo du bezahlte Anzeigen schaltest und da sind jetzt plötzlich überall AI-Overviews, sondern bei den meisten sind eben keine AI-Overviews. Das heißt, man muss das jetzt betrachten. Google wird schon wissen, was jetzt sehr kommerziell ist, was weniger kommerziell ist und so weiter. Natürlich, wenn du jetzt für ganz viele informative Keywords Google Ads schaltest, dann wird deine Klickrate massiv droppen. Aber wenn du wie die meisten normalen Menschen Google Ads schaltest, dann wirst du weniger ein Problem haben. Sie sagen ja auch, was wichtig ist zu bemerken bei dem Ganzen, dass nur bei 7% von ihrem Dataset AI-Overviews angezeigt wurden und das nur 2,2% der insgesamt der Impressionen war. Und das ist ganz wichtig, weil die Zahlen sonst viel zu dramatisch betrachtet werden. So. AI-Overviews ändern sich ständig, auch ihr Aussehen. Das heißt, wenn wir reden ja sowieso jetzt die ganze Zeit über nicht Europa, weil wir sind ganz am Anfang, aber weltweit und hauptsächlich natürlich nordamerikanische Datensets. Das ist alles noch in einer Testphase und vielleicht gibt es auf einmal überhaupt nicht mehr oder es gibt was ganz anderes. Das ist ganz wichtig, um ein kleines Beispiel zu zeigen von Ross Hutchins von Siege Media. Jetzt plötzlich gibt es wieder Textlinks in ein AI-Overview und der Kevin Indig macht ja den Witz mit Going Full Circle, wir haben Textlinks, dann führen wir AI-Overviews ein und in den AI-Overviews sind dann wieder Textlinks. Gratuliere, ja. Wenn dich jetzt diese ganzen Studien interessieren und du wissen willst, welche Studien es hier alles gibt, gibt es eine fantastische Übersicht von Kevin Indig, wo er, ich glaube, ja, 19 Studien zusammengefasst hat. Teilweise hat er, glaube ich, die allerneuesten. Es gibt schon wieder neuere Sachen von Advanced Web Ranking, die sind jetzt nicht drin, aber da wird jetzt einfach voll viel rauskommen. So. Ich glaube, mit diesen Aussagen, datenbasierten Aussagen, ist es jetzt einfacher, das Ganze einzuordnen. Wird es für gewisse Bereiche einen dramatischen Einfluss haben? Definitiv. Also wenn du dein Geld verdienst als Publisher mit Views und dann werden AI-Views massiven Impact für dich haben. Wenn du jetzt ein normales Unternehmen bist, dann kann es sein, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass du weniger Klicks bekommst, aber das heißt nicht, dass du weniger Leads generierst oder Käufe generierst, weil die Kaufnachfrage ja weiterhin vorhanden ist, auch wenn die Reise etwas anders ist. Das Problem langfristig könnte werden, dass wir weniger Chance haben, die Kaufentscheidung zu lenken, weil es einfach weniger Touchpoints gibt und das musst du im Kopf behalten. So. Wie kannst du jetzt dafür sorgen, dass du in AI-Overviews zitiert wirst? Das solltest du jetzt eigentlich schon wissen, basierend auf den Aussagen, die wir vorher besprochen haben. Deine Seite muss in den Top 10 für das gewünschte Keyword platziert sein. Je weiter vorne, desto besser. Woher wissen wir das nochmal? Wir springen rein jetzt in die Studie von SEO Clarity und da sehen wir die Chance, also die Korrelation ist sehr groß und natürlich Korrelation heißt nicht Kausalität, aber typischerweise werden URLs aus den Top 10 im AI-Overview zitiert. Wir haben gelernt, wir müssen in den Top 10 ranken und jetzt für die Seite von dir, die für dieses Keyword in den Top 10 rankt, gilt das folgende. Prüfe Textteile, die nennen wir in diesem Kontext Content Chunks, auf kosinus-ähnlich mit dem zitierten Textteil der bestehenden Quelle. Kurz zur Erklärung. In einem AI-Overview hast du dann ja irgendwelche Quellen, die zitiert werden und das ist jetzt nicht immer so, aber häufig, wenn du auf eine dieser Quellen klickst, dann springst du genau zu dem Textteil, der im AI-Overview zitiert wird.
Und dann verwendest du, und ich habe da extra ein kostenloses Tool für dich herausgesucht, dann verwendest du ein Tool wie Cosine Similarity Calculator, wo du den zitierten Text von der URL, die gerade im AI Overview zitiert wird, kopierst du da rein und von deiner Seite den höchstwahrscheinlich relevantesten Teil kopierst du rein und schaust, wie ähnlich die sich sind. Wir schauen uns dann noch Daten an, warum das so ist und dass das da tatsächlich so ist, dass du nicht denkst, ich überlege mir jetzt irgendwas random Zeug. Jetzt solltest du die Frage stellen, okay, Alexander, aber wie weiß ich, was der relevanteste Content-Chunk von meiner Seite ist? Und das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es auch ein kostenloses Tool, und zwar von Market Brew. Und was dieses Tool macht, ist, das nimmt deine Seite, teilt es auf in Content-Chunks und bewertet dann, was zu dieser Suchanfrage der relevanteste Part ist. Woher wissen wir jetzt, dass dieser Ansatz funktioniert? Da gibt es einen Report von Spotify, wo sie das festgestellt haben, mit dieser Cosinus-Ähnlichkeit, dass das der Ansatz ist, um zitiert zu werden. So, das heißt, wir ranken in Top 10, wir haben einen super relevanten Textteil gebaut. Wie geht es jetzt weiter? Wir wollen eine super knackige Antwort im Content mit circa 40 Wörtern liefern. Woher wissen wir jetzt diese Textlänge? Einerseits aus unseren Erfahrungen und Experimenten und andererseits aus diesem Beitrag von Kevin Indig, wo er sagt 90 bis 170 Zeichen, also 15 bis 40 Wörter, dass das ideal ist, um zitiert zu werden. So. Wir haben schon sehr viel richtig gemacht, aber das ist ein Geheimtrick, der einfach oft, man hat alles richtig gemacht und wenn es nicht funktioniert, dann liegt es daran. Je weiter oben die Antwort auf der Seite, desto wahrscheinlicher wirst du zitiert. Das heißt, wir sprechen jetzt über deine Seite, die mit einer bestimmten Antwort im AI-Overview zitiert werden soll. Woher wissen wir, dass das funktioniert? Aus unseren Erfahrungen. Und was das impliziert jetzt mehr als nur diese Aussage, dass ich schiebe einfach alles nach oben, weil das kannst du ja nicht machen, weil ja eine URL zu mehreren Dingen zitiert werden kann. Was ich in diesem Kontext empfehlen würde, und dazu gibt es eine umfangreiche Folge, ist, du änderst dein Content Marketing generell mehr von diesen Skyscraper 5000 Wörtern holistischen Content-Seiten mehr zu Ranch-Style-Content. Das heißt, du teilst ein Thema öfter auf, weil relevantere Seiten, also normalerweise würden wir machen eine Seite zu AI-Overviews und dann sind alle Subthemen Kapitel auf einer Seite und tendenziell bei AI-Overviews, aber auch bei KI-Chatbots, KI-Suchmaschinen, wenn du spezifischere Seiten hast, funktioniert das besser. Wie das Ganze funktioniert in dieser Folge. So. Und parallel dazu, du willst wirklich die umgekehrte Pyramide zu jedem Kapitel machen. Das heißt, die umgekehrte Pyramide ist, ich glaube, das kennt jeder, am Anfang ist die Kernaussage und dann nach unten gehst du weiter in die Details. Und genau das willst du aber nicht nur auf der gesamten Ebene der Seite machen, sondern von Kapitel zu Kapitel auch. Immer, dass du so eine knackige Antwort hast für gängige Fragen, damit du in den AI-Overviews perfekt zitiert werden kannst. Und jetzt kommen wir zu den vielleicht Next-Level-Sachen. Wenn du diese Grundlagen machst, bist du schon unglaublich gut aufgestellt. Und zwar YouTube und LinkedIn werden sehr häufig zitiert. Dementsprechend solltest du diese Plattformen aktiv nutzen. Woher wissen wir das? Wieder aus unseren Erfahrungen und Experimenten, aber auch andere Wahnsinnige wie wir sagen das, nämlich zum Beispiel der Kevin Indig sagt hier, hey, die häufigsten Sachen, die zitiert werden in AI-Overviews sind YouTube, Wikipedia, dann nochmal YouTube und dann LinkedIn. Wikipedia ist einfach, auch wenn du dort drin bist, ist es nicht so interessant, weil du einfach minimale Kontrolle über den Content hast, versus auf YouTube und LinkedIn hast du extreme Kontrolle über den Content und das ist natürlich aus meiner Sicht auf jeden Fall das Interessante im Marketing. Damit solltest du jetzt wissen, du hast einen guten Überblick über das ganze Thema, du weißt, was zu tun ist. Jetzt sollte deine letzte Frage sein, wie kannst du AI-Overviews tracken? Das Coole ist, dass eigentlich alle gängigen SEO-Tools das mittlerweile schon implementiert haben, dass sie AI-Overviews tracken können, sei es Ahrefs, SEMrush, SEO Clarity, Bright Edge.
SE-Ranking, Advanced Web Ranking. Alle haben es auf unterschiedliche Ebenen implementiert. Das heißt, bei manchen kann man nur sehen, dass ein AI-Overview angezeigt wird. Bei manchen kann man tatsächlich die Quellen sehen und so weiter. Kommt wirklich darauf an, wie groß der Fokus schon ist. Im deutschsprachigen Raum, wir sind nur so am Anfang, so viel gibt es jetzt noch nicht zum Tracken. Wenn du dann wirklich in die Tiefe gehen willst, brauchst du vielleicht ein Tool wie zum Beispiel Otterly. Ich glaube, Otterly ist von SEMrush mittlerweile gekauft worden. Das heißt, es wird wahrscheinlich integriert werden, wo du wirklich, man sieht es da kannst du siehst nicht nur, ob ein AI-Overview angezeigt wird oder nicht, sondern du siehst auch, ob du da irgendwie als Brand zitiert wirst, ob du als Quelle zitiert wirst und was da zitiert wird und so weiter. Oder sowas wie Profound, die sich eben auch auf dieses ganze Thema, sagen wir mal, Generative Engines spezialisiert haben. Und damit sind wir am Ende. Ich glaube, du hast jetzt wirklich einen guten Überblick, was jetzt zu tun ist. AI-Overviews sind da und sie verändern, wie Menschen suchen und verändern einfach für uns das Spielfeld massivst. Meine Frage an dich, hast du schon erste AI-Overviews in Deutschland mit eigenen Augen gesehen? Also nicht nur die Ankündigung, sondern tatsächlich mit eigenen Augen? Wenn ja, hinterlasse mir unbedingt einen Kommentar und vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.